Hey Freunde des kleinen Maßstabs, ich begrüße euch zum 9. Update meiner Microscale-Welt. Ja, hier könnt ihr noch mal das Hotel sehen, was ich die letzten 2 bzw. 3 Updates fertig gebaut habe. Beim letzten Mal habe ich mich ja um die Beleuchtung gekümmert. Schaut euch gerne das letzte Update an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt oder wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr keine weiteren Updates verpasst. Ja, es wird ganz spannend hier mit unserer Kanalstadt. Ich habe hier so einiges vor für die Neuen. Noch mal ganz kurz hier das Hotel, was ich gebaut habe, dann aber auch hier die Häuser schon auf der linken Seite und dann natürlich auch schon mit dem Wasser angefangen, mit der Kanalstadt. Ja, und dann hatte ich beim letzten Update gesagt, dass ich jetzt die Brücke bauen möchte. Das werden wir auch machen. Da hatte ich ja überlegt, ob wir die hier hinbauen oder da hinten hinbauen. Da hinten macht für mich aber jetzt keinen Sinn mehr, weil ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wo noch Brücken hinkommen oder zumindest Brücken, die hier in der Umgebung sind. Und da wird die nächste Brücke hier vorne dann hinkommen, ja, hier an die Stelle. Darum werden wir jetzt hier keine Brücke hinklatschen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber hier macht irgendwie auch keinen Sinn, weil dann hätte ich das komplette linke Ufer anders auslegen müssen. Weil so eine Brücke muss eine bestimmte Höhe haben, vor allem auf so einem Hauptkanal. Hier so Seitenkanäle, da können wir auch gerne mal eine flachere Brücke bauen. Gibt es ja auch in Venedig, dass die Gondolieri sich dann echt bücken müssen und nicht mehr stehen können. Aber hier auf dem Hauptkanal sehe ich das nicht. Ja, und darum passt das hier nicht, weil ich dann hier, das würde alles zu eng. Ich müsste ja hier ziemlich hoch gehen und dann wirkt das mit dem Haus hier sehr gedrungen. Darum bin ich jetzt auf eine ganz andere Idee gekommen. Und zwar werden wir die Brücke jetzt hier hinsetzen. Somit kann ich diesen ganzen Bereich ganz anders bauen und auch schon ein bisschen höher setzen. Wir werden dann sehr wahrscheinlich nach rechts hier wieder ein bisschen flacher, aber wir können dann hier einen schönen Übergang machen und links können wir dann später auch höher auslegen und das macht für mich einfach viel, viel mehr Sinn. Und dann habe ich jetzt hier auch schon angefangen, weil ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht habe, wo setzen wir die Platte, die wir dann hier wieder modular draufsetzen können. Und da musste ich jetzt hier schon mal ein bisschen den Kanal verbreitern. Werdet ihr später sehen, ich habe da eine Idee, ich hoffe, das kann ich so lassen, aber ich glaube schon. Ja, und jetzt fange ich mit der Brücke an, die wird aber komplett anders sein, als ich das letztes Mal angefangen hatte. Ich habe da ein paar andere Ideen, habe schon ein bisschen rumexperimentiert und starte jetzt mal mit dem Bau und nehme euch natürlich wieder mit. Also bleibt dran, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, jetzt keinen Schreck kriegen hier wegen den Farben. Ich habe das extra für euch mal kurz hier in so bunten Farben aufgebaut, damit ich euch die ganzen wilden Bautechniken hier zeigen kann und wie ich es dann im Endeffekt geschafft habe, nach einiger Grübelei diesen Bogen hier selbst zu bauen, um hier diese ganzen Details mit den Fliesen noch einzubauen. Da bin ich dann sogar noch mal spät abends aufgestanden, hier hoch in das Zimmer gelaufen und musste dann sofort noch mal was ausprobieren. Ja, und das ist dann jetzt das Endprodukt, beziehungsweise die Rohfassung, um euch alles nochmal zu zeigen. Zu den Bautechniken hier unten haben wir den ersten Bracket, darüber habe ich dann nochmal eingesetzt, wo wir dann diese erste Eckfliese dran gedrückt haben. Und oben den Bracket, den habe ich einmal kippen müssen, damit wir die Noppen nach unten gerichtet haben, um dann hier diese Eckfliese von unten gegen zu drücken. Ja, und den habe ich dann im Endeffekt mit 2 Plates, hier der roten und gelben, dann hier an diesem Technikstein befestigt. Und vorne dieses Sand Green, das ist eine Fliese, damit wir diesen Raum gefüllt kriegen. Ja, und dann habe ich hier noch ein Brick Modified hingesetzt, weil ich da noch was anderes vorhabe, aber das werde ich euch gleich zeigen. Ja, so könnt ihr ein bisschen besseres Bild davon haben, was ich hier für Bautechniken verwendet habe. Und jetzt zeige ich euch dann aber mal das fertige Endprodukt. Ja, in den Farben sieht das dann doch ein bisschen entspannter aus. Ja, ich habe mich hier für die beiden Grautöne entschieden. Es wird aber auch noch eine dritte Farbe hinzukommen. Dann könnt ihr hier auf der linken Seite erkennen, dann habe ich dann einen Teil der Ampel schon mal eingebaut. Auf die rechte Seite wird dann natürlich die grüne Ampel hinkommen. Ja, und hier kann man auch ganz gut den Bogen jetzt erkennen, auch in den Farben. Ich finde, das ist mir echt ganz gut gelungen. Und auch hier drin die Befliesung natürlich. Und genau das meinte ich halt mit Details. Das wäre mir halt nicht gelungen, wenn ich hier einen vorgefertigten Bogen genommen hätte. Das ja, hätte halt ein bisschen langweilig ausgesehen. So, und jetzt stelle ich mal die anderen beiden Stützpfeiler hin, also im Endeffekt den unteren Teil der Brücke, die habe ich schon fertiggestellt. Und dann könnt ihr euch das mal im Ganzen anschauen. Ja, jetzt könnt ihr euch hier den unteren Teil der Brücke mal im Ganzen anschauen. Hier in der Mitte habe ich da noch Sand Green mit reingebracht. Das möchte ich auf jeden Fall oben noch ein bisschen mehr verwenden. Vor allem am Geländer sehr wahrscheinlich. Aber mal schauen, was mir da so einfällt. Rechts habe ich dann die grüne Ampel eingebaut, wie ich ja gesagt hatte. Und dann habe ich mich hier für 2 unterschiedliche Durchfahrten entschieden. Hier links habe ich einmal eine breitere Durchfahrt gewählt und hier auf der rechten Seite eine schmalere Durchfahrt, um hier einfach nochmal ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Und ja, sowas habe ich auch schon mal gesehen und ich finde, das sieht klasse aus. Ja, und jetzt geht es darum, hier oben noch das Geländer drauf zu bauen und natürlich auch dann dieser Gehweg für unsere kleinen Mikrofiguren, die natürlich noch in der Zukunft zahlreich hier erscheinen werden in der Kanalstadt.
aber natürlich auch in der Stadt, die dann noch hier oben links erscheinen wird. Ja, hier könnt ihr euch noch mal meinen Spannbettlaken anschauen, was ich euch ja im letzten Update gezeigt hatte, um den ganzen Staub hier fernzuhalten. Ja, und jetzt baue ich oben das drauf und dann geht es vor allem darum, dass ich hier auf den Außen keine Steine verwenden möchte, weil sonst der Mittelgang zu schmal wäre. Und ich möchte aber auch nicht schon wieder mit Brackets arbeiten. Aber mal schauen, was mir da so einfällt. Ich habe da schon was im Kopf und baue jetzt auch sofort mal los und zeige euch dann natürlich nachher direkt mal, wie das Ganze so aussieht. Ja, jetzt könnt ihr euch mal die komplette Microscale-Brücke hier anschauen. Das Geländer sitzt, ich habe hier einmal die Noppen nach außen gedreht von der Plate, beziehungsweise sollte es eigentlich nur eine 1x12er Plate sein oder eine 1x14er, aber gibt es glaube ich gar nicht. Aber da hatte ich keine da, wird irgendwann ausgetauscht. Ich habe das, könnt ihr hier hinten sehen, mit 2x1x6er Plates gelöst. Ich wollte in die Mitte aber nicht noch einen Stein setzen, sondern wollte einfach mehr freilassen. Und habe dann die Plate nach außen gedreht, um hier halt diese Verzierungen mit den Noppen zu haben und dann mit den Fliesen natürlich. Und dieses Sand Green, was dann hier immer wieder auftaucht. Auch hier auf den Außen dann nochmal als, ja, als obere Fliese oben drauf gesetzt. Ja, und jetzt gehe ich mal mit der Kamera, zeige ich euch das Ganze mal von oben, damit ihr mal die Bepflasterung euch anschauen könnt. Die Brücke ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Hier sind schon einige Schäden zu erkennen. Hier sind schon ganze Pflastersteine rausgebrochen oder Ecken abgebrochen von Pflastern. Und ich finde, das passt hier ganz gut zu so einer alten Brücke. Und hier geht dann auch schon die Treppe ein bisschen runter, weil jetzt geht es darum, damit baue ich jetzt sofort weiter, hier auf der rechten Seite ja schon mal anzufangen, hier unten mit einer Ufermauer, wo auf jeden Fall Details rein müssen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Also jetzt nicht einfach nur irgendwelche Mauersteine hier aufeinander setzen und dann aber auch hier oben schon mal anfangen mit dem Podest. Mal schauen, vielleicht baue ich hier auch noch eine kleine Treppe, die dann hier zur anderen Seite runtergeht. Da schauen wir einfach mal. Ja, und jetzt nehme ich euch einfach wieder bei dem ganzen Bau hier mit. Ich habe das Modul jetzt hier extra mal gedreht, um euch hier zeigen zu können, wie ich diese Treppe gebaut habe. Da habe ich im Endeffekt diese ganzen Jumper Plates im Versatz aufeinander gedrückt. Ja, also sind einige Jumper Plates bei draufgegangen, um genau diesen Treppenstufenversatz hier hinzukriegen. Also nicht von der ganzen Plate, sondern von der halben Plate. Passt auch in dem Fall hier besser zu Microscale. Und dann habe ich hier in der Ecke ganz versteckt eine Tür noch mit eingebaut, die dann in unseren, ja, das wird dann der Zugang für unseren Untergrund sein. Da wird dann eine Treppe runterführen, die dann hier unten in unseren Untergrund führt, weil da möchte ich ja in Zukunft auch noch was bauen. Ja, und jetzt drehe ich das Modul mal in seine Endposition und zeige euch dann mal, was ich da für eine Ufermauer schon gebaut habe. Hier habe ich mich dann einmal für Dark 10 entschieden. Ja, und hier habe ich so einige Schäden eingebaut. Ne? Also hier sind immer mal wieder Löcher zwischendrin, Putz, der abgegangen ist. Oder hier bröckelt auch schon was runter. Dann werde ich jetzt hier natürlich noch diese Eckfliesen komplett anbringen und hier mit diesen normalen Plates auch noch so ein bisschen für Verzierung sorgen. Und hier könnt ihr auch schon sehen, dass ich jetzt hier im Endeffekt schon ein bisschen runterkomme. Das werde ich natürlich durch Fliesen, also durch Treppenstufen dann hier drin alles noch lösen. Die Ufermauer habe ich dann jetzt fertig gebaut. Ja, hier könnt ihr das sehen, habe ich die ganzen Ecksteine rangedrückt, dann hier diese Verzierungen. Hier die Mauer habe ich dann in Dark Blue Spray gehalten, aber den letzten Stein habe ich dann in Dark 10 gemacht. Ja, und oben kann man ja ganz gut erkennen, die Verzierungen dann wieder in diesem Sand Green, was wir ja auch schon hier bei der Brücke verwendet haben. Ich denke, die Mauer kann sich hier ganz gut sehen lassen. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich oben diesen Podest gefliest habe und ganz zum Schluss auf jeden Fall noch, was ich mir da noch habe einfallen lassen, wo unsere Treppe ist. Da ist mir noch eine ganz gute Idee gekommen. So, jetzt könnt ihr euch hier oben nochmal anschauen, wie ich das Ganze gepflastert habe, beziehungsweise die Fliesen gesetzt habe. Hier habe ich auch wieder einige Schäden natürlich eingebaut. Ich habe jetzt hier aber noch nicht weiter gefliest, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie ich das hier hinten weiter gestalten werde. Hier kommt ja auf jeden Fall jetzt im nächsten Update ein Haus hin, aber wie groß das wird und was ich dann davor genau machen möchte, ob hier dann irgendwann Bäume oder sowas hinkommen, das weiß ich jetzt noch nicht. Darum höre ich jetzt hier mit der Pflasterung auf. Ja, und hier könnt ihr nochmal sehen, hier habe ich die Treppe dann auch runtergebaut. Ja, und jetzt zeige ich euch mal den vorderen Bereich hier. Da sind mir echt ein paar gute Ideen gekommen, könnt ihr ja schon auch zum Teil jetzt hier erkennen. Ja, eigentlich sollten es nur ein paar Fliesen und ein paar Steine vielleicht noch hier werden und dann sind mir doch noch ein paar andere Ideen gekommen. Da habe ich einmal diese beiden Laternen hier gebaut, unten habe ich zwei Bänke hingesetzt, die habe ich hier aus diesem Teil gebaut, da musste ich nur einmal die Noppen rausziehen, ja, und dann hatte ich schon eine Bank. In die Mitte habe ich dann noch eine Blume gemacht natürlich, um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern. Hier vorne eine Ufermauer, wo wir dann diese Erhöhungen mit Dark 10 gemacht haben. Genau wie hinten die Mauer, die ich natürlich auch wieder mit einigen Details gebaut habe. Mit Löchern, ein bisschen da, wo der Putz abgegangen ist.
Hier jetzt das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, hier lassen sich nochmal einige Details erkennen. Da habe ich auch das Grünzeug dann über diesem Eingang angebracht. Ja, und ich denke, das sieht doch echt klasse aus. Schreibt mir dazu bitte eure Meinung in die Kommentare, beziehungsweise allgemein zu den ganzen Sachen, die ich hier gebaut habe, natürlich auch zu unserer Brücke. Ja, und mit diesen letzten Worten würde ich mich dann auch für heute verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute, macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Update. Ciao, ciao, euer Bricks im Kopf.